Hallo Freunde. Dieser Arbeitstag unterschied sich nicht von dem vorherigen. Näher am Mittagessen war ich bereits erschöpft, da ich bei der Arbeit die Probleme anderer lösen muss, was sowohl physisch als auch moralisch viel Kraft erfordert. In der Mittagspause versprach ich meinen Eltern, mit dem Hund spazieren zu gehen, also verließ ich das Büro. Als ich zurückkam, bemerkte ich Jungs im Büro, die ein Kätzchen in der Hand hatten. Das Kätzchen sah sehr schlecht aus, Eiter aus Augen und Nase sickerte aus, er konnte nicht atmen, er sah es kaum, es funktionierte auch nicht. Nach dem Mittagessen hatte ich 2 meiner Lieblingskunden, die mir geholfen haben, mein Baby zu waschen und von Eiter zu reinigen. Zusammen haben wir ihm auch ein Bett und ein Heizkissen aus einer Flasche mit heißem Wasser gemacht. Obwohl es immer noch schwierig war, die Krümel zu atmen, wärmte sie sich auf, er schlief dennoch ein. Meine Kundin rief die Freiwilligen an und erzählte von dem Kätzchen, das versprach, dass das Baby bis zum Ende der Arbeit abgeholt werden würde. Ich musste das Büro verlassen, aber niemand ist gekommen, um das Baby zu holen. Ich musste entscheiden, was ich als nächstes tun sollte. Ich wusste, dass das Baby zuerst dem Tierarzt gezeigt werden musste und dann entscheiden sollte, wie es weitergehen soll. Als ich die Entscheidung bereits getroffen habe, kam ein Anruf von einem Freiwilligen, der sagte, dass es keine Plätze für Überbelichtungen gibt, also muss ich das Kätzchen mit nach Hause nehmen oder im Büro lassen. Ich würde das Baby gerne mitnehmen, nur die 3 Katzen, die von der Straße mitgebracht wurden, sind schon zu Hause. Es war auch unmöglich, es im Büro zu lassen, es war ziemlich kalt dort, und das Baby war bereits ernsthaft erkältet. Zuerst brachte sie das Baby zum Arzt. Dort wurden ihm noch einmal Augen und Nase gereinigt, eingegraben, eine Behandlung durchgeführt und eine Behandlung verordnet. Alles war nicht schrecklich, aber nicht einfach. Das Baby wurde verboten, anderen Katzen zuzulassen. Der Arzt riet mir sogar, mich einfach im Eingangsbereich von Arbeitskleidung zum Haus zu wechseln. Schneeball und ich waren bereits auf dem Weg nach Hause, und was ich mit dem Baby machen sollte, konnte ich mir nie vorstellen. Ich habe alle Bekannten angerufen, aber niemand konnte ihn abholen. Wir verbrachten einige Stunden auf einer Bank am Eingang, während ich versuchte, herauszufinden, was ich tun sollte. Es begann zu regnen, meine Nerven wurden aufgegeben, also wickelte ich das Baby in eine Decke und versteckte es vor dem Regen, ich weinte einfach auf dem Laden am Eingang. Zu dieser Zeit rief eine meiner Klienten an, die mit dem Baby im Büro halfen. Die ganze Zeit schrieb die Frau und fragte, wie es uns geht, und als am Abend klar wurde, dass ich nirgendwo ein Kätzchen hinstellen konnte, rief sie an und bot an, es für die Nacht zu nehmen. Mein Kollege hat zugestimmt, mir zu helfen, das Baby zu bringen. Als der Schnee im neuen Haus war, haben wir ihn gewaschen, getrocknet, ihm Medikamente gegeben und in die Obhut der Gastgeberin der Wohnung gegeben. Kaum waren wir weg, rief ein Freiwilliger mit einer guten Nachricht an, für die Krümel wurde eine Überbelichtung gefunden.